Anfang Mai trafen sich rund 3000 Microsoft-Profis, sind wir Microsoft-Profi? Ich glaube schon, in Köln zum European Collaboration Summit. Wie immer waren Inosoft-Kollegen vor Ort mit dabei und wir wollen heute mal sprechen über die Dinge, über die nicht gesprochen wurde. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Collab Summit, European Collaboration Summit. Bring das mal bitte in den Kontext. Wir haben ja Ignite, die von Microsoft kommt. Wir haben den European, früher hieß es SharePoint-Konferenz, heute heißt es irgendwie was auch immer. Welche Rolle spielt dann dieser Collab Summit oder das Collab Summit? Ja, es ist grundsätzlich erstmal ein anderer Anbieter. Also es ist eine Konkurrenzveranstaltung zum European SharePoint-Konferenz, die ja immer nachgelagert zu Ignite stattfindet. Also die Ignite ist ja immer die große Konferenz mit den großen Ankündigungen, was wird neu, was wird toll. Die auch explizit von Microsoft selber veranstaltet. Absolut, die absolut promotet wird von Microsoft, die in den USA stattfindet, und in Europa findet dann eben die SharePoint-Konferenz statt, Anfang Dezember in der Regel. Große Veranstaltung, viel Show, viel Information, und das Collab Summit findet dann eher so mitjährig statt, auch in Europa. Finde ich ganz interessant. Man kann halt gucken, wie kommen die angekündigten Themen an? Werden die eingesetzt? Sind die überhaupt noch Thema? Es gibt auch viele Themen, die werden ja angekündigt. Ein halbes Jahr später sind sie keine Themen mehr. Mit weniger Show, viel fokussierter. Heißt dann auch andere Referenten? Weil ich habe mal über die Referentenliste geguckt, sind ja auch Microsoft-Sprecher dabei. Und die haben ja jetzt nicht, denen wirft man nicht unbedingt vor, dass sie quasi die Dinge, die am Markt sich nicht etablieren oder die nicht ankommen, dass die das dann auch so adressieren. Also in der Regel sind es ja Kunden oder Firmen oder nicht Microsoft-Menschen, die dann quasi bewerten können, ob eine bestimmte Thematik überhaupt angekommen ist. Ja. Also das Line-Up ist sehr ähnlich. Es sind diese MVPs, die da sprechen, Okay. diese Most Valuable Professionals, die ja von Microsoft auch hofiert werden, die auch einen guten Job machen, muss man ja auch sagen, die wirklich auch umtriebig sind, gerade in der Community. Die reden auch, was mir da immer wieder auffällt, die lassen ganz oft diese Werbefolien weg, die überspringen dann und dann sagen so, jetzt sage ich das, was ich sagen will eigentlich. Ich bin ja immer, wenn ihr zurückkommt, trifft man sich und wie war's? Und dieses Jahr war es ein bisschen anders als sonst. Sonst war der immer irgendwie begeistert und habt dieses und jenes Feature aufgeführt und hey, und guck mal, diese Verbesserung, diese Veränderung. Diesmal war eine gewisse Unsicherheit zu spüren, wie das, was auf der Konferenz vermittelt worden ist, zu bewerten ist. Das fing ja schon mit der Keynote an. Wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, der Kollege hat zwar gesprochen und er hat auch Dinge transportiert, aber im Saal wäre eine gewisse Ruhe gewesen, also keine Begeisterung, keine klassische Keynote, kein Keynote-Begeisterungssturm. Wie war das? Ja, das war eine ganz komische Stimmung, hast schon recht. Das ist ja, du hast einen Saal, da sitzen 3000 Leute voll. Der sitzt mit 3000 Leuten voll. Der ist pickepacke voll, dieser Saal. Und alle sitzen da und warten ja, dass irgendwas passiert. Das ist ja einfach so. Du kennst ja dieses Knistern. Genau. Veranstaltung geht los. Die hatten dann die konnten nichts dafür. Das waren so ein paar Blechbläser, die haben da so eine Viertelstunde ABBA-Lieder gespielt. War auch nicht so begeisternd, um es mal ehrlich zu sagen. Und dann hat der Marco Casalagna in seiner Keynote sich darauf versteift, was zu zeigen. Und es hat mehr recht als schlecht funktioniert. Und dann war ja noch dieser Elefant im Raum. Der nennt sich ja KI oder bei Microsoft ganz konkret, wenn wir es nennen hier, Copilot. Aha. Da sitzen ja 3000 IT-Menschen, die auch alle so eine Unsicherheit haben. Was passiert denn eigentlich mit meinem Job? Wo geht das hin? Was macht KI mit mir? Oder mit meinen Aufgaben? Ändert sich das? Und dann war das immer so ein Auf und Ab. Der hat dann gesagt, jetzt zeige ich euch was, wie das total gut funktioniert. Da braucht ihr euch da nicht mehr drum zu kümmern. Dann war so, oh, die Stimmung ist ganz, jetzt, das ist mein Job, jetzt nehmen sie mir das weg. Und dann hat es nicht funktioniert und dann hast du gemerkt, so jetzt es funktioniert doch noch So nicht. nach dem Motto, wir haben Ich jetzt hab noch noch ein was paar zu tun. Monate gewonnen, weil es Wir haben okay. Zeit gewonnen. Es ist noch nicht so weit oder man muss es steuern. Das war so eine ganz seltsame Geschichte, und auch als er fertig war. Das war nicht so dieses Yay und alle sind so euphorisch aus dem Stuhl hoch. Da war nichts. Die Leute haben brav applaudiert und sind gesittet aus dem Raum. Gut, auf den zweiten Aspekt, den Elefant im Raum, kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Der erste Aspekt interessiert mich vorher noch ein Stück mehr. Wie kann es sein, dass, ich meine, Microsoft, wer einmal auf einer Microsoft-Konferenz war und dort mal präsentiert hat, der weiß, da passieren vorher
werden Probesitzungen, Rehearsals gemacht, da wird alles bis aufs kleinste Detail vorher durchprobiert. Wie kann es sein, dass ein Vice President auf die Bühne geht und dann Demos präsentiert, die nicht funktionieren? Ja, das war mit der heißen Nadel gestrickt, hatte ich den Eindruck. Also die haben ja da auch so Test-Tenants, wo die ganz neuen Features schon drin sind, bevor die veröffentlicht werden. Und das war so ein Tenant, das hat man dann auch gesehen. Und der hat da Schalter bedient, die sonst nirgendwo auftauchen. Und, Okay. das hat er, glaube ich, auch an einer Stelle gesagt, hat er gesagt, das ist so, jetzt seit 2 Wochen steht das zur Verfügung und ich habe es heute noch auf. Also war er getrieben so von dieser Ja, Evangelistenrolle, hey, ich will euch jetzt mal zeigen, was es möglicherweise Tolles genau, ich hatte den Eindruck, damit wollte er Begeisterung weg. Aha. Das kommt ja jetzt, das ist ganz toll. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass er ja auch nicht wusste, wie das richtig funktioniert. Aha. Weil das ja für ihn auch wahrscheinlich neu war. Aber das hat so ein bisschen für mich auch dargestellt, wie viel Druck da auf dem Kessel ist bei Microsoft, dass sie zeigen müssen, so, hey, wir haben jetzt so viel investiert, Zeit, Geld, was auch immer. Wir brauchen jetzt Use Cases, die euch helfen, die allen helfen, dass sich das Investment lohnt, dass das irgendwann wieder Also interessante Formulierung, dass euch das hilft. Es hilft ja eigentlich nur Microsoft. Also wenn es darum geht, bestimmte Aspekte zu verkaufen, die Investitionen. Wie hat er denn reagiert? Also bezogen auf die Tools und auf das, was nicht funktioniert hat, gab es peinliche Pausen oder hat er es erklärt? Das sind schon Profis, der lächelt das dann weg und dann Okay. geht über zum nächsten Thema. Und es ist ja auch immer so, dass die nicht irgendwie sagen, so danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. Da kommt ja dann immer, springt nochmal einer rein und sagt, hier Marco, super Vortrag, hast du total toll gemacht, klopft dir nochmal auf die Schulter und dann ist ja die Veranstaltung oder die Session dann beendet. Also das wird ja abmoderiert. Aber er hat mehr Begeisterung also mehr Unsicherheit als Begeisterung hinterlassen. Ja, Unsicherheit, ja, natürlich. Also diese Unsicherheit, das war so, das hat sich durch diese Konferenz gezogen. Ich hatte den Eindruck, in fast jeder Session eigentlich, es sei denn, das waren rein technische Sessions, die gibt es natürlich auch. Das war immer diese Unsicherheit, na, was kommt denn da jetzt eigentlich? Das ist so ein ganz interessanter, ja, ich will nicht sagen Beigeschmack, aber so vom Gefühl. Ich kann mich erinnern an die Konferenzen vor 4, 5 Jahren. Da war richtig Begeisterung und da bist du da weggefahren mit dem Herzklopfen und warst froh, in die Firma zu kommen, allen davon zu erzählen. Und ich meine, jetzt war es ja auch so. Du hast mich ja gefragt, wie war es? Und ich habe gesagt, ich muss es erstmal auf mich wirken lassen, wie das war und was da gesagt wurde und was eben nicht gesagt wurde. Hat sicher damit zu tun, dass diese Werkzeuge, KI-Werkzeuge, die man jetzt schon hat, dass die am Ende des Tages recht gute Ergebnisse erzeugen, gerade in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Ja. Und sich dann der eine oder andere, der jetzt quasi Handarbeit macht, händisch unterwegs ist, der dann sieht, oh, das geht mit einem Tool mutmaßlich besser, dass der sich dann die Frage stellt, was hat das für Implikationen auf meinen Job? Das ist ja quasi der Elefant, der im Raum steht, oder? Das ist auch die Angst, ja. Dann gab es ja einen zweiten Vortrag, den wir uns ja explizit rausgesucht haben, der von Chris O'Brien. Kannst du darüber mal kurz berichten, was da der Inhalt war? Ja, das ging darum, wie man wertvoll bleibt in Zeiten von AI. Und der Chris O'Brien ist ein sehr renommierter Redner auch auf diesen Microsoft-Veranstaltungen. Also der spricht ja nicht nur auf dem Collab Summit, der spricht ja auch wirklich auch auf der Ignite und auch auf der SharePoint-Konferenz natürlich. Ganz kurz kann man sagen, dass er versucht hat, die Frage, die diesen Elefanten, der im Raum stand, auf der Keynote, dass er versucht hat, die aus seiner Sicht zu beantworten. Also wie gehe ich als Entwickler, als Berater mit dieser Fragestellung um? Was er suggeriert hat dem Auditorium ist natürlich, ich gebe euch jetzt was an die Hand, was euch hilft. Also was euch hilft, mit diesen Ängsten umzugehen oder auch einen Weg zu finden, weiterhin wertvoll zu bleiben. Ja, das ist ja dieses Wertvollsein. Also warum, das ist ja die Frage, die man sich jeden Morgen stellt, warum bezahlt mich meine Firma oder warum bezahlt mich ein Kunde? Wer sollte mich engagieren? Für was? Das ist ja, Genau. das ist ja so diese Frage, die überall vorherrscht. Hat er sie beantwortet? Naja, er hat Lösungsansätze geboten. Das ist natürlich, ich glaube, diese Vorträge sind ja nicht ungeplant. Also das ist ja schon auch ein Vortrag, der bewusst platziert wird, bewusst prominent als Keynote, spät am Tag, ne, wo man alle nochmal zusammenholt und sagt so, jetzt habt ihr alle ein bisschen die Hose voll und jetzt wechsle ich euch mal die Windel. Und hat er Antworten gegeben? Nein, natürlich nicht. Also das sind Lösungsansätze, die nicht falsch verstehen. Ich fand das nicht schlecht. Ich fand den Vortrag wirklich gut. Es war einer der besseren Vorträge. Der hat die Leute abgeholt, auf jeden Fall. Der kann natürlich gut reden. Der überzeugt und das spielt da natürlich eine Rolle. Jetzt verglichen mit der ersten Keynote war er einfach überzeugend.
Aus der inhaltlichen oder aus der rhetorischen Präsentierenden? Aus der Präsentiererrolle. Mhm. Also der Casalanya, der war ja selber, da hat man ja auch gemerkt, oh, jetzt weiß er gar nicht, wo er hinklicken muss, jetzt hat er es gefunden. Bei ihm, das hat gesessen. Ne? Das war ein Vortrag von Hand, der hatte Hand und Fuß, den hat er wahrscheinlich auch 30 Mal geübt. ordentlich geübt und hatten sich auch dreimal abnehmen lassen. Das, das war dann in dem Sinne ein guter Vortrag, der, ich glaube, Glaubwürdigkeit, Authentizität war da das Stichwort. Ein Beispiel, was hat er dann für Lösungsmöglichkeiten oder für Antworten auf die Frage skizziert? Naja, er hat halt ganz klar gesagt, man muss sich mit diesen Tools auseinandersetzen. Er hat auch gesagt, es gab in der Vergangenheit schon oft Situationen, wo wir gedacht haben, okay, da ersetzt uns jetzt was. Mhm. Hat das in die Jetztzeit übertragen, hat gesagt, jetzt gibt es neue Tools, die liefern Ergebnisse, Mhm. wo man erstmal erschrickt. Und wichtig für uns, also wir sind ja in der IT-Blase da auf so einer Konferenz, ist es wichtig, dass man sich diese Tools auch mal anguckt. Was machen die? Also, Unbestritten. ich meine, die Leute, die mit der Schreibmaschine Briefe geschrieben haben, die waren wahrscheinlich auch erstmal erschrocken, als Microsoft mit Word um die Ecke kam und gesagt hat, hier, es geht alles viel besser, viel einfacher und viel schneller. Und da hat er schon Lösungsansätze aufgezeigt, eben sich mit den Tools auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite natürlich, klassischerweise sind ja wir Menschen, wir IT-Menschen, wir gehen ja zum Business und setzen eine Anforderung um. Der hat gesagt, geht da einen Schritt weiter, versucht das Geschäft dahinter zu verstehen, damit ihr, Das ist aber jetzt keine neue Erkenntnis, oder? Ich meine, das ist ja sozusagen. nein, das hat er aber gesagt, das hat er aber gesagt. Und Interessant. es gibt ja diese klassischen, du kennst ja diese Konflikte immer im Projekt. Wir haben eine Anforderung, da wird was runtergeschrieben und dann setzt man das um. Ja, aber du wolltest doch den roten Knopf, jetzt ist er rot. Ja, war ein anderes Rot. Also dieses klassische, wir haben es aufgeschrieben und ihr setzt es um. Und da war die Botschaft, geht einfach einen Schritt weiter. Versucht es zu verstehen. Und das ist ja das, was wir machen. Das war ja schon immer so. Was wir schon immer machen. Aber das war die Botschaft. Hat aber dann bei vielen auch so, ja, da muss ich dann doch mal nachdenken. Also wir sind jetzt auch ganz oft ja im Pharmaumfeld unterwegs. Wir kennen ja diese regulierten Prozesse und so weiter. Da sind wir ja richtig firm und stabil unterwegs. Übertrag's mal jetzt auf eine andere Branche, Automobilindustrie. Da gibt es wahrscheinlich andere Regulatorien, die wir nicht so drauf haben, gegebenenfalls. Da war die Botschaft, das müsst ihr euch aneignen, das Wissen, das das Business hat. Und auf der anderen Seite hat er den Business-Kollegen, die dann im Raum waren, die kommen ja auch dahin, die wollen ja auch mal wissen, was machen die IT-Menschen eigentlich. Denen hat er gesagt, ihr müsst euch ein bisschen mehr auf die IT zu bewegen. Dann gibt es ein einkömmliches Miteinander. Wie war es quantitativ? Waren da viele Menschen, die Ja, es waren natürlich keine 3000, das war spät abends, da gehen natürlich auch viele lieber irgendwie dann, ich glaube, die Party war danach, da sind viele dann mal duschen gegangen. War doch schon 2000 Leute, würde ich sagen, waren schon da. Oh, Also war okay. doch schon voll und die Stimmung war gut. Gibt es da eine Frage- und Antwortrunde? Ja, da gibt es so eine Bewertung danach. Ja, gut, aber jetzt keine offenen Fragen, dass man sagen kann, hier, wie hast du denn das gemeint? Kann ich da nochmal? Okay. Also das gibt es schon, aber nicht bei den Keynotes eigentlich. Und wenn du jetzt die Keynote und diesen Vortrag vergleichst, mit welchem Gefühl bist du aus der Keynote rausgegangen, verglichen mit dem Gefühl, wie du aus der O'Brien-Session rausgegangen bist? Ja, Keynote war wirklich so, da ist man raus und hat dann gedacht, so, Also Unsicherheit pur ja, sozusagen? was bin ich mal gespannt. Jetzt gehe ich erstmal in die Expo, gucke mir die Aussteller an, was da gibt. Übrigens auch sehr wenig Pomp in der Ausstellung. Habe ich noch nie gesehen. AvePoint hatte 2 Fähnchen da stehen und einen Tisch in der Mitte. Oh, Das ist also auch sehr reduziert, aber eigentlich fokussiert eigentlich dann. Also da geht man erstmal in die Expo, braucht erstmal einen Kaffee, redet so erstmal mit Kollegen. Ja, wie fandst du das? Und dann, ja, ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber wenig überzeugend. Und diese andere Veranstaltung, da bist du schon raus und hast gedacht so, oh, das war gut, das war ein guter Vortrag. Die Inhalte waren okay. Aber das hat natürlich auch viel mit dem Vortragenden zu tun. Also der hat dich mitgenommen. Du hast das Gefühl gehabt, so, ey, Leute, komm, wir begeben uns auf eine Reise, irgendwie, keine Ahnung. glaubst du, wenn der O'Brien die Keynote gehalten hätte, dass sie auch besser gelaufen wäre? Die erste, ja. Das ist ja klar, bessere Redner. Okay. Gut, also jetzt war, wenn man mal so das zusammenfassen kann, keine feature-getriebene Konferenz mit Begeisterung nach Hause gefahren, sondern eher mit einer gewissen Unsicherheit, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen hat der ganze Kram auf unseren Job. Wie hat sich das denn angefühlt? Seid ihr mit dem Auto gefahren? Oder Wir sind mit dem Auto gefahren, ja. als ihr dann gemeinsam im Auto gesessen seid? Ja, das geht ja weiter, ne? Das sitzt dann im Auto und dann erstmal sagst du, alles klar, jetzt fahren wir nach Hause. Und dann ist ja so eine Autofahrt erstmal stinklangweilig und dann unterhält man sich natürlich auch über die Inhalte von dieser Konferenz. Und da war schon auch im Auto zu spüren, dass da so eine Unsicherheit herrscht, auch bei den Kollegen. Also, dass man da irgendwie solche Themen
mitnimmt. Man nimmt ja immer diese Themen mit, die einem auch nicht so wirklich passen. Ne? Also wo man sagt, so, Ja, klar. oh ja, stimmt, das ist schlecht, da muss ich mir Gedanken machen. Was haben die Kollegen gesagt? Ja, da hat man auch gemerkt, dass es Unsicherheit ist. Also Unsicherheit im Sinne von, was hat das für Auswirkungen? Man hat halt so gemerkt, dass jeder versucht zu reflektieren und für sich Schlüsse draus zu ziehen, was da gesagt wurde, weil Unsicherheit ist ja immer so, das lähmt ja so ein bisschen. Mhm. Also wenn man unsicher ist, ist man ja gelähmt und dann muss man ja versuchen, wie finde ich einen Weg aus dieser Unsicherheit raus? Also was nehme ich da für mich mit? Wie werde ich das los? Und da hilft ja so ein Gespräch, was man dann führt. Und das war schon ganz spannend. Ein Kollege, der kam jetzt noch direkt zweimal zu mir ins Büro und hat gesagt so, boah, ich bin echt unsicher und das und das und das habe ich gehört und das haben die gesagt. Also du merkst schon, das arbeitet in den Köpfen, was ja nicht schlecht sein muss. Ne? Und man setzt sich da durchaus kontrovers auch mit auseinander. Ne? Also dieses Microsoft-Lied, so KI macht alles für euch, ist ja die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist, wo man denkt, so, müssen aber erst nochmal, da muss noch viel passieren, dass sie alles für uns machen. Das weiß man ja eigentlich, weil da sind wir auch schon viel zu lange unterwegs, dass man weiß, dass das nicht morgen vorbei ist, dass das weitergeht. Dieses Abziehbild, dieses bunte, was Microsoft immer malt, das steht auf der anderen Seite. Dazwischen gibt es ja auch viel Luft und Raum. Ne? Und das ist das, wo man sich dann plötzlich drin bewegt nach so einer Veranstaltung. Aber diese Unsicherheit, das ist schon tatsächlich neu. Also weil es gab ja schon immer irgendwie Tools, gerade in unserem Umfeld, die Arbeit vereinfacht haben, die irgendwie Dinge besser zusammengebracht haben, die effizientere Arbeitsschritte möglich macht. Da ist nie die Unsicherheit entstanden, ob das Auswirkungen auf meinen Job hat oder ob möglicherweise der Kunde mit den Tools die Arbeit macht, die ich bisher händisch gemacht habe. Also KI geht da schon einen sehr großen Schritt weiter, weil man annimmt, dass diese Entwicklung, die Tools die letzten Monate genommen haben, so sind ja quasi immer besser geworden, die Ergebnisse sind deutlich besser, gerade in diesem programmierten Umfeld, dass man dann impliziert, es geht so weiter und irgendwann wird die Maschine nur noch meinen Job. Und in dem Spannungsbogen bewegen wir uns ja irgendwo. Aber das dann gepaart mit den Aussagen der großen Hersteller, die ja wollen, dass man ihre Tools einsetzt. Also das ist ja durchaus so ein Feld, in dem man sich irgendwie bewegen muss. Haben die Kollegen eine Antwort auf diese Frage? Nee, natürlich nicht. Gut, dann lass mich anders formulieren. Glaubst du, man muss da von der Firma, also müssen wir da Antworten geben, wie mit diesen Werkzeugen, wie mit dieser Fragestellung umzugehen ist? Ich denke schon. Also man kann ja nicht die Augen verschließen. Man darf ja auch, ich finde immer bei dem Thema ganz interessant, das gibt es ja erst seit 2 Jahren, korrigiere mich, also Copilot gibt es seit 2 Jahren und die Entwicklung ist ja schon rasant und da kommen wir auch und man probiert das ja dann auch aus und da kommt manchmal ist man ja von den Ergebnissen wirklich, wirklich überrascht, die sind super gut, man liest sie natürlich immer durch, weil ich meine, wenn ich dir eine E-Mail schreibe, bin ich verantwortlich, da kann ich nicht sagen, die hat KI geschrieben, sorry, dass da Käse drin steht. Das ist ja Fakt. Also man bekommt ja selber mit, dass das gute Ergebnisse liefert. Wenn ich vernünftigen Prompt absetze, dann habe ich ein gutes Ergebnis. Und das ist was man den Mitarbeiter auch an die Hand geben kann. Probier das aus, aber fürs Ergebnis bist du verantwortlich. Das macht es aber, finde ich, zu einfach. Das macht es viel zu einfach, weil die Frage oder das überträgt die Verantwortung dann an den Mitarbeiter, aber die Konsequenz, die sich aus diesem Handlungsschritt dann ableitet, wenn er quasi nur noch mit dem Werkzeug arbeitet, sein Denken einstellt und quasi gar nicht mehr ordentlich bewerten kann, was dabei rauskommt, weil er quasi nur noch Ergebnisse aus dem Tool weitergibt und dann trotzdem verantwortlich ist, was hat das für eine Konsequenz? Wenn er verantwortlich ist, aber es ist Unsinn drinne gestanden und er möglicherweise gar nicht mehr zurück kann, weil er das verlernt hat, wie er selber entwickelt, wie er selber Dinge bewerten kann. Das ist ja schon eine Ebene, wo ich sagen muss, die macht es dem Verantwortlichen ein Stück weit zu einfach. Interessant, dass du gesagt hast, er hat es verlernt. Ja, klar. Ich finde es spannender, wie kann es ein junger Kollege lernen, wenn er nur noch diese Tools benutzt? Also Das ist die andere Facette. da bewegen wir uns jetzt irgendwo in einen Bereich, wo wir sagen, Ja. wie geht denn das weiter? Ja. Weil jetzt wir haben ja die Kollegen, die können es ja bewerten. Beispiel PowerShell, wir haben viele Kollegen, die können PowerShell, die träumen in PowerShell, glaube ich. Die können natürlich so ein Ergebnis bewerten und die sagen, das ist gut, das ist performant, das kann man so einsetzen, da muss ich was machen, da muss ich das verändern und dann kann ich das super. Aber wie erreiche ich diese Fähigkeit? Wie erlange ich diese Fähigkeit? Und wie verliere ich nicht diese Fähigkeit? Das sind die Fragen.
Ich finde, da muss das Unternehmen oder Ja. das ist halt ja auch eine kulturelle Frage, wie man quasi damit umgeht oder wie man sich überhaupt diesen Herausforderungen stellt, die da ganz sicher auf uns zukommen werden. Aber ich finde genau dieser Spannungsbogen auf der einen Seite eben genau zu bewerten, was haben die Unternehmen, die diese Tools bereitstellen, für Interessen? Ja. Wie geht man insgesamt mit dieser Unsicherheit um? Natürlich muss man die Tools irgendwo bewerten, aber was hat das am Ende des Tages für Konsequenzen für den Kopf, den man offen, für die intellektuelle Leistung? Da muss man in dem Spannungsfeld muss man sich tatsächlich ja auch erst, ich will nicht sagen schlau machen, aber Erfahrungen sammeln und sehr, wie soll man sagen, dynamisch mit der ganzen Fragestellung umgehen. Ich leite aber daraus ab, dass die Konferenz jetzt schon interessant war und bestimmte Aspekte angetriggert hat, aber dass die Fragen, die sich aus der Konferenz ergeben, nicht gleichzeitig mit Antworten gepaart waren, sondern dass wir ein großes Stück auch die Antworten selber erarbeiten müssen. Absolut. Ich finde immer, diese Konferenzen helfen. Man fährt da hin, man hat ja Fragestellungen. Man hat sich ja vorher, man überlegt sich, was bekomme ich da für Antworten auf meine Fragen bei so einer Konferenz. Und es ist ja auch immer wertvoll zu sehen, andere haben auch diese Herausforderungen. Absolut. Absolut. Und im Bestfall stellt sich einer auf die Bühne und sagt, wir begegnen dieser Herausforderung auf die und die und die Art. Und wir sind da und da gescheitert und jetzt versuchen wir es mal so. Das ist ja eigentlich das, Guter Punkt. was man so mitnehmen will. Ja, aber ich glaube, es ist ein anderer Prozess. Ne? Wenn du sonst auf einer Konferenz warst, dann haben wir einen Speakers Corner gemacht, haben die Ja. neuen Fähigkeiten, die neuen Features vorgestellt. Und ich glaube, hier ist jetzt ein Mitbringsel der Konferenz, der einen Prozess in der Firma Ja, es hängt eine Ebene höher. Ne? antriggert, dass man mit allen diese Thematik diskutieren, bewerten. Also es ist eher ein Prozess, der insgesamt in der Firma die nächsten Wochen oder wo wir uns die nächsten Wochen und Monate mit beschäftigen müssen, um die Kollegen auch mitzunehmen und zu versuchen, die Unsicherheit, die alle haben, weil niemand weiß, wie es weitergeht, aber wie geht man mit der Unsicherheit um? Wie geht man mit den Tools um? Wie findet man seinen Weg, um mit diesen Werkzeugen sauber arbeiten zu können und sich am Markt am Markt zu bestehen? Das ist ja schlussendlich die Frage. Wir wollen ja nicht, dass in 5 Jahren der Laden aufgrund von irgendwelchen Machtdominanzen seitens unserer großartigen Hersteller, dass quasi das, was wir bisher anbieten, dass das obsolet geworden ist. Also es bleibt spannend. Das war's für heute. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuschauen und bis zum hoffentlich nächsten Mal.